Hallo, hallo. So, bin endlich mal wieder da in der Küche heute. Und ja, ich koche heute so ein leichtes Süppchen ohne Fleisch. Habe jetzt Zwiebeln geschnitten, eine Zwiebel und mit Mägle-Butter, ne? Kräuterbutter. So ein Würfelchen, 2 Stück habe ich Würfelchen, 2 Würfelchen. Also 2 Stück waren es. Rein und in dieser Kräuterbutter, ne, habe ich jetzt die Zwiebel angebraten. So, und jetzt kommen auch Kartoffeln hinein. Habe sie jetzt so in Würfelchen geschnitten. So, nicht viel, ne? Und kommen einfach dazu. Die Zwiebeln sind so ein bisschen nur angebraten, nicht so stark. Und kommt alles weiter rein. Kartoffeln schneide ich immer so auch Würfelchen. Eine gleiche Größe, dass die so gleich groß sind, ne? So, weil dann gab es auch alles gleichzeitig. Kann man ja vor Brettchen schneiden. Ich mache es manchmal so auf Hand schneller. So, dann habe ich jetzt meine Kartoffeln und die kommen einfach rein in den Topf. Das waren so 3, 4 Stück, ne? Nicht große, so mittelgroße Kartoffeln. Weil für Suppe, da kommt noch Gemüse rein und eben wollen wir eine Suppe und nicht einen Topf haben, ne? So, dann kommt noch ein Lorbeerblatt. Ich mal holen. Ein bisschen Salz vielleicht, weil es kommt ein Gemüsewürfel, ne, kommt da rein. Und deswegen werde ich noch kein Salz rein tun. Nur ein bisschen paar Lorbeerblatt fürs Geschmack und ein Stückchen, ein Zehchen kleines Knoblauch. Ne? Das gibt immer Kartoffelmark. Kartoffeln mögen, ne? Knoblauch. Das ist so eine Ergänzung oder erweitert den Geschmack, ne? Besser. Obwohl auch in der Kräuterbutter vielleicht auch alles drin ist noch, aber gebe ich lieber dazu, weil frischer Knoblauch ein bisschen angebraten tut, immer so ein Aroma abgeben. So. Und dann kommt Wasser rein. Wäre besser klar auch schon gekochtes aus dem Wasserkocher, aber habe ich gerade nicht gehabt und dann kann es auch so rein. Ich tue erstmal so eine Menge rein, dass es gut die Kartoffeln bedeckt, ne? Wenn, dann kann man ja noch nachfüllen, aber zu viel brauchen wir auch nicht so. Frisches Süppchen ist immer besser, wenn man es gerade kocht und vielleicht heute Morgen reicht, dann fertig hat. Und deswegen dachte ich, oh gut, ich habe diese Kräuterbutter, kann ich ja auch dafür noch nutzen. Obwohl wir nutzen das auch für Raclette und so, ne? Diese Würfelchen sind auch immer gut. So, und dann tue ich so ein, glaube, halbe Würfel. Oh, das sind jetzt 2 Stückchen so.
ein halber reicht auch, weil man will ja nicht so intensiv diese extra Geschmack haben, weil noch Gemüse reinkommt. So. Bisschen Salz muss doch rein, so ein bisschen wegen den Kartoffeln. Und jetzt können Sie erstmal zum Kochen bringen erstmal und dann können Sie kochen so 10 Minuten und dann kommt das Gemüse rein. Ich habe Gemüse gefrorenes. In dem Fall habe ich Kaisergemüse. Nutze ich auch, wenn ich kein Suppengemüse gefrorenes gerade da habe. Nur die Soße, Stückchen, ne? Da drin gibt es ja auch Soßenstückchen, nehme ich nicht. Lasse ich dann für anders. Und ja, das kommt dann später rein. Und Deckel drauf. So. Ja, ich wollte noch erzählen, hier von, das ist Arrabbiata, hatte ich schon im Glas. Gibt ja diese von Arrabbiata, nicht Maggi, sondern Barilla, ne? Gibt es ja solche im Glas, sind ja lecker. Nehme ich gerne auch für Borsch und so und auch wenn ich mal Gemüsepfanne mache. Ist so ein Schärfe hat es so in sich, auch Kräuter und auch Paprika und so einen Geschmack gibt es, ne, den Gerichten und bleibt immer über, ne. Und im Kühlschrank, das wird so schnell schlecht und hatte ich mal im Internet mal so einen Tipp gesehen, eine Dame machte das auch mit Tomatpasta, ne, wenn es mal auch ein Gläschen oder in der Blechdose gibt es ja auch diese kleine, bleibt was über, das nicht schlecht wird und dann macht sie auch so auf Frischfolie, macht so Kleckse, wickelt die ein und friert es ein. Und ich dachte auch, nehme ich mal kleine Tütchen und friere die da ein. Und die halten absolut super und kleine Portionen, ich nehme immer so 2 Löffel. Die hatte ich auch, diese ganz kleine, hatte ich bei Action mal geholt. Groß in Päckchen und da sind, glaube ich, 50 Stück drin sogar. Und die sind minimal, ne? Und für sowas ein Gericht reicht mir das auch für Borsch, wenn ich mal koche, nehme ich eine raus und in den Topf. Direkt. Und das gibt auch Geschmack und super lecker. Und das habe ich jetzt auch wieder geholt aus dem Gefrierfach, ist gefroren und das geht auch leicht immer zum raus. In den Topf, ne? Weil das ist ja ein Stückchen und kann ich echt empfehlen, wenn mal was so überbleibt, so Tomatensoßenmäßig, ne? Das kann man ja einfrieren, aber lieber kleine portionweise, ne? Dass man das nicht nochmal wieder auftauen muss, dann wieder einfrieren. Oder klar, man kann auch Stückchen dann abbrechen, wenn man größeres Tütchen hat eben, ne? Und dann es gibt auch die Farbe so und auch Geschmack der Suppe so extra noch, ne? Und darin kochen erstmal meine Kartoffeln. Hier, das fängt an. So, und dann komme ich noch mal. So, jetzt eben geht's weiter. Ihr wisst ja noch, ich hatte mal Möhren eingefroren. Kommen auch rein. Ein bisschen von. Und eben das Gemüse. Aber hier in dem Gemüse ist ja keine Sahnesoße dabei, nicht gewesen. Es ist beim Rahmgemüse, da? Ja, glaube ich, war. Und das kommt auch da rein, eben so eine, ich glaube, es ist so ein Drittelpack. Reicht mir immer für 2-3 Mal, wie viel es ist immer. Hängt ab von der Menge, ne? Wie viel ich dann super koche. Und dann ist das jetzt eben schon mit Gemüse drin, jetzt alles kocht jetzt. Und werde nochmal höher
Und dann noch ein Knoblauchzähnchen. Aber ich lasse es ganz. Erstmal schälen. So, und dann ja, das mit dem Knoblauch schälen. So. Schneide ich so nur ein paar Spalten, Streifen und rein. Das ist so ein ergänzender Geschmack. So, dann wollen wir mal gucken, bis es dann kocht. Ja, sieht schön bunt aus, ne? Duftet auch schon lecker. Und wenn es jetzt kocht, komme ich noch mal. So, meine Suppe kocht jetzt, weil das gefrorene Gemüse braucht ja ganz wenig, ne, zum Garwerden. Deswegen habe ich jetzt abgeschmeckt. Ich glaube ein bisschen, ganz bisschen Salz noch dazu. Kann man dann gucken, ne, wie wer mag. Vielleicht wer es ein bisschen schärfer möchte oder so. Ich glaube, ein bisschen schwarzer Pfeffer ist immer so ein Muss. So, und ja, jetzt noch so 5 Minuten reichen dann noch, bis das gar ist alles. Aber man kann da gucken schon, wenn das Gemüse weich ist und schon, muss ja nicht matschig gekocht werden, nee, auf keinen Fall. So, und dann, ich habe noch trockene Dillspitzen, mag ich auch so ein bisschen in die Suppe rein. Petersilie wäre auch gut, aber habe ich gerade nicht, muss ich mal wieder kaufen. Ich kaufe oft mehr frische und schneide die dann klein und friere sie ein, ist auch sehr gut dann immer. Aber momentan alles, aber ja, so. So, hier, ne? Sieht schön aus. Auch diese Barilla Arrabbiata, ne? Diese kleinen Stückchen, das ich da reingetan habe, das gibt auch die Farbe der Suppe, auch Geschmack, richtig lecker. 2 Löffel und das ist optimal immer. Ja, wer nicht scharf mag, 1 Löffel, ne? Man kann ja auch dann abbrechen, Stücken wieder ins Gefrierfach tun zurück, aber für uns ist es optimal, so habe ich das so für mich so schon Erfahrung gemacht, ne? So, die Suppe kocht so weiter, noch ein bisschen, ne? Ja, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt, momentan kaufen wir uns jetzt schon ein paar Monate lang solche Flaschen für Kochen, Tee, Kaffee und auch Suppe oder was wir zu essen kochen, ne? Kaufen wir dieses Wasser. Nehme ich nicht mehr aus der Leitung, irgendwie ist das alles so unsicher. Und mit dem Wasser habe ich schon Erfahrung gemacht jetzt. Auch der Wasserkocher bleibt sauber und es gibt ja in jedem Supermarkt, ne? Diese 5 Liter Flaschen, die kosten 1,16, ne? Aber die reichen sehr gut. Holen wir uns und ich bin echt zufrieden jetzt damit. So, jetzt prüfe ich mal die Kartoffeln, die sich schön so zerdrücken lassen. So, hier. Ja, dann ist es alles schon soweit fertig. Kann ich schon ausmachen. So, und holen wir Schälchen Suppe. So. Und das ist heute meine lecker, gesunde, hoffe ich doch, Suppe.
Lieben, ja, mein Süppchen ist fertig. Werden wir jetzt genießen. Mittagessen. So, dann wünsche ich euch auch nochmal frohe Weihnachten. Die Zeit ist ja jetzt auch schon rum. Und dann geht es weiter noch bis zum Silvester, zum Neujahr. Und dann, ja, guten Rutsch ins neue Jahr, ne? Alle gesund mal rüberkommen. Dieses Jahr war ja echt ein sehr, ja, schweres. Naja, aber wir haben es überstanden, Gott sei Dank, ne? So, wünsche alles Gute. Tschüss.